Stellen Sie sich vor, Sie haben Zoff mit der Behörde, wie zum Beispiel mit dem Rathaus Wandsbek. Ja, und dann lässt vielleicht Ihr Gegenüber noch raushängen, dass er am längeren Hebel sitzt. Das ist echt ein blödes Gefühl und echt ärgerlich. Und wenn diese Behörde zum Beispiel das Jugendamt ist und es um richtig wichtige Fragen zum Thema Familie geht, dann kann es nicht nur ärgerlich sein, sondern ganz schnell ganz schwierig werden. Da kann man sich schon mal richtig hilflos fühlen. In solchen Fällen hilft jetzt die Ombudsstelle Hamburg. Mit einer Ombudsstelle ist es wie mit einer Kletterwand. Wenn der Weg beschwerlich und anstrengend wird, ist jemand da, der einen absichert und sagt, auf welchen Stein man als nächstes treten soll. In Hamburg gibt es jetzt eine solche Ombudsstelle. Und die ist da für Familien, die Probleme mit den Behörden haben. Wenn jemand zum Beispiel Stress mit dem Jugendamt hat, kommt er zu uns und sagt, ey, da läuft was richtig schief, brauchen wir eure Hilfe. Und dann gucken wir uns den Sachverhalt an, welche Rechte wurden vielleicht verletzt innerhalb von Kinder- und Jugendhilfebezügen oder was ist mit der Fachkraft, ist die nicht erreichbar, warum ist das so, wenn sie erreichbar ist, wie ist der Umgang miteinander und gucken dann, oder wenn Rechte auch verwehrt werden, sowas wie, ich möchte einen Antrag stellen, darf ich aber nicht, dann suchen wir die Paragraphen gemeinsam raus und sagen, guck mal, du darfst das. Es geht also um ganz praktische Hilfe im Umgang mit Ämtern und beim Zurechtfinden im Paragraphendschungel. Und dafür nehmen sich die Ombudsleute dann auch ausreichend Zeit und schenken den Ratsuchenden ein offenes Ohr. Das wissen die immer sehr zu schätzen, dass jemand da ist, entweder an der anderen Leitung oder auch präsent, der ihnen richtig zuhört. Es fehlt ihnen jemand, der wirklich Zeit hat und sie anhört und ihnen möglicherweise das Handeln der Behörde nochmal erklärt, weshalb was nicht möglich ist oder wo auch die Behörde nicht nach allen Regeln der Kunst gearbeitet hat und wo man dann versuchen kann, mit ihnen zu überlegen, wie soll es jetzt weitergehen. Bis vor kurzem gab es solch eine Ombudsstelle nur testweise im Bezirk Mitte. Jetzt wird die Arbeit auf ganz Hamburg ausgeweitet. Für Sozialsenatorin Melanie Leonard ein echter Gewinn. Also es hilft einfach auch, weil selbst bei aller Zugewandtheit bleibt ein Amt ein Amt. Und es ist einfach wichtig, dass es da Menschen gibt, die sich inhaltlich gut auskennen, aber eben nicht das Amt sind. Und das hilft manchmal nicht nur Dinge zu erklären, das ist viel zu wenig, sondern auch Akzeptanz herzustellen oder auch nachzufassen, wenn man wirklich das Gefühl hat, hier ist was nicht richtig berücksichtigt worden. Vielleicht setzt man sich nochmal zusammen, bespricht etwas. Das kann sehr wertvoll sein für eine gelingende Hilfe. Darum geht es ja am Ende. Und um diese Hilfe bekannt zu machen, stellt sich das Team der künftigen Ombudsstelle mit einem kleinen Fest auf der Großen Bergstraße in Altona vor. Alles ist bewusst locker gehalten. Das soll zeigen, niemand muss Angst haben, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es geht aber im größten Teil wirklich darum, ein bisschen wieder groß zu machen und zu stärken. Weil unsere Erfahrung ist, dass die Menschen oft sehr frustriert und sehr, also fühlen sich oft nicht gesehen und nicht beteiligt, gerade mit der Fachkraft, mit dem Amtsvormund, im Jugendamt, auch bei offenen Trägern. Und dann ein bisschen zu sagen, ey, du bist wer, du kannst was und hier, das schaffen wir gemeinsam. Sollen wir dich begleiten? Brauchst du einfach nur eine Aufklärung über deine Rechte? Was brauchst du konkret? Also das fragen wir und all das machen wir dann irgendwie möglich. Familien, die in irgendeiner Form Stress mit der Kinder- und Jugendhilfe haben, können sich bei der Ombudsstelle anonym, kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Die Einrichtung versteht sich als unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle. Übrigens nicht nur für Eltern, sondern auch Jugendliche können sich dort Hilfe holen. Wir haben also oft natürlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, wenn es so um Lebensübergänge geht. Kita, Schule, erste Bude oder Schule, Ausbildung, ne? Junge Volljährigenhilfe, ganz großes Thema bei uns, weil viele Hilfen für junge Volljährige, die jetzt 18 geworden sind, gerade, also die Erfahrung habe ich gemacht, einfach immer noch beendet werden, ohne Anschlussmaßnahme und die jungen Leute stehen dann da und wissen nicht, wohin mit sich. In dem Fall ab in die Große Bergstraße 219 in Altona. Dort hat sie ab sofort ihren Sitz, die Ombudsstelle für Hamburg.